Systematische Durchtrennung von Eileitern, obligatorische Vasektomien, diese Praktiken tragen einen Namen: Zwangssterilisierung. Nach den römischen Verträgen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Historische Opfer dieser unmenschlichen Praktiken waren die Ureinwohner Nordamerikas, ethnische Minderheiten in Japan oder Peru und sind noch heute die Uiguren in China. Diese Verbrechen sind keine Relikte vergangener Zeiten, sie halten sich bis heute, selbst in unserem guten alten Europa. Behindertsein in Europa geht oft mit einem Verlust von Rechten einher. Zwangssterilisierungen sind für Nichtbehinderte eine undenkbare Vorstellung. Doch bei behinderten Menschen, vor allem Frauen, werden sie noch heute angewendet. Oft sind es Menschen, denen man ihre Rechtsfähigkeit abgesprochen hat. Sie haben einen rechtlichen Vormund, der für sie entscheidet. Menschen mit geistigen Behinderungen sind besonders betroffen. Man trifft in ihrem Namen eine Vielzahl von Entscheidungen, ohne sie zu informieren oder ihre Zustimmung einzuholen. Zustimmung, das Zauberwort für die amtliche Sterilisierung behinderter Menschen. Doch wenn die Hauptbetroffenen sich aufgrund ihrer Behinderung nicht äußern können, lässt sich ihre Zustimmung kaum überprüfen. Einige verstehen auch nicht, was mit ihnen passiert. Manchmal weiß die oder der Betroffene noch nicht einmal, dass sie oder er operiert wird, oder man gibt vor, es handelt sich um eine Blinddarmentzündung oder sowas. Das hatten wir schon oft. Dem Europäischen Behindertenforum zufolge gibt es in Europa 10 Länder, in denen Sterilisierungen offiziell verboten sind. Hier stehen sie unter Strafe, die Zustimmung muss überprüft werden. Und 13 Staaten, wo Sterilisierungen erlaubt sind. Die Entscheidung liegt hier bei dem rechtlichen Vormund oder einem Arzt. 3 von diesen Ländern erlauben auch Zwangssterilisierungen Minderjähriger: Ungarn, Portugal und die Tschechische Republik. Einige Eltern rechtfertigen die Entscheidung, ihr Kind zu sterilisieren, damit, dass sie zum Wohl ihres Kindes handeln. In einer Gesellschaft, in der sie es oft schwer haben. Mit der radikalen, unwiderruflichen Entscheidung für eine Sterilisierung werden Schwangerschaften verhindert. Es herrscht noch immer diese Angst vor einer Schwangerschaft, besonders bei geistig behinderten oder nonverbalen Frauen. Man hält es für unvorstellbar, dass solche Frauen Mütter werden und ein Sexualleben haben könnten. Die Sterilisierungen sind ein Mittel, um nicht mehr über dieses Tabuthema sprechen zu müssen, bei dem sich alle peinlich berührt fühlen. Es ist ein Thema, bei dem eine echte Entmenschlichung der Betroffenen stattfindet. Das ist Eugenik. Die Opfer sind vor allem jene, die ohnehin schon nicht die Wahl haben, wo und mit wem sie leben, was sie im Alltag tun und lassen. Die Gesellschaft sagt ihnen, ob sie Kinder haben dürfen, nicht die Ärzte. Das ist rückständiges Denken. Ich bin mir unserer Geschichte bewusst, aber auch das hat alles mit Selbstbestimmung und Wahlfreiheit zu tun. Noch entscheidet jeder EU-Staat selbst über diese Praxis, doch das könnte sich bald ändern. Im Juni 2023 haben sich Gremien des EU-Parlaments in diesem Raum zusammengesetzt und für ein umfassendes Paket gegen Gewalt an Frauen gestimmt. Die irische Berichterstatterin dieser Richtlinie bestätigt, auch die Frage der Zwangssterilisierungen komme im Text vor. Um Sterilisierungen geht es in Paragraphen 6b. Wir sehen hinter diesem chirurgischen Eingriff ganz klar das Ziel, die natürliche Fortpflanzungsfähigkeit von Frauen oder Kindern ohne deren vorherige Zustimmung und ohne deren Aufklärung zu unterbinden, ohne dass sie diese Operation verstehen. Ziel ist es also, zuerst die Zustimmung von den Betreffenden selbst einzuholen und nicht von einem Vormund oder einem Elternteil. Wir sind der Meinung, dass die Gesetzesvorlage der EU die Situation verbessert. Jetzt werden das Parlament und die Mitgliedstaaten verhandeln. Dann werden die Mitgliedstaaten sagen, wie sie es in ihre nationalen Gesetze übernehmen, und wir hoffen, es wird dann im nächsten Frühjahr umgesetzt, vor den kommenden Europawahlen. Alle Mitgliedstaaten werden das Gesetz umsetzen müssen. Das Gesetzgebungsverfahren läuft, doch für Aktivisten wie Sarah reicht die Zustimmung alleine nicht.
zumal sie oft schwer überprüfbar ist. Es ist ein großer Schritt, aber es bleibt nur ein Schritt. Und ich befürchte, sobald die Staaten diesen Schritt gegangen sind, bleiben sie da stehen. Aber wir brauchen eine strafrechtliche Verfolgung dieser Praxis. Wir müssen dafür sorgen, dass sie komplett unterbunden wird. Und wir müssen auch herausfinden, wie viele Frauen sterilisiert wurden, ob sie Hilfe brauchen und ob man ihnen sagen sollte, dass sie sterilisiert wurden. Für AktivistInnen ist klar, Sterilisierungen gehören gesetzlich verboten und es braucht Aufklärungsarbeit zum Thema Gewalt an behinderten Frauen. Oft ist eine Schwangerschaft der einzige Beweis, den die Opfer nach einer Vergewaltigung haben. Kürzlich sprach ich mit einer Mutter, die war vor 2 Jahren mit ihrer 14-jährigen Tochter in einem Krankenhaus. Und der damalige Arzt meinte, oh, Ihre Tochter sollten Sie aber sterilisieren lassen. Die ist ein potenzielles Ziel für Vergewaltiger. Wird eine Frau mit geistiger Behinderung in einer Einrichtung schwanger, ist die Reaktion der Behörden oft, sie zu sterilisieren, anstatt den Täter strafrechtlich zu verfolgen. Wir haben bei der Rechtsberatung des Vereins fast täglich Fragen zu Fällen von sexueller Gewalt. 4 von 5 behinderten Frauen haben Gewalt erfahren. Und 90% aller autistischen Frauen haben schon einmal sexuelle Gewalt erlebt. Diese Zahlen zu der Gewalt, insbesondere sexueller Gewalt, die behinderte Frauen erfahren, sind wirklich alarmierend. Und letzten Endes bringen die Sterilisierungen nur eine Realität zum Ausdruck, nämlich dass der Körper einer behinderten Frau heute nicht genügend Schutz erhält. Dabei sind Sterilisierungen nicht die einzige Option für Eltern und junge Behinderte. Auch Verhütungen, wie bei Nichtbehinderten, müssen als Idee auf den Tisch. Langsam bieten immer mehr Einrichtungen Gespräche mit Hebammen und Gynäkologen an. Es gibt also erste zögerliche Schritte. Aber am wichtigsten sind natürlich Sexualkundekurse und eine individuell angepasste Verhütung. Vor allem heute haben wir wirklich eine ganze Bandbreite an Verhütungsmethoden. Oft haben behinderte Frauen nur einen eingeschränkten Zugang zu den Angeboten der sexuellen Gesundheit. Sie kennen weder die Spirale noch die Möglichkeiten von Abtreibungen oder Betreuungen während der Mutterschaft. Einrichtungen, die sich für die Rechte der Behinderten einsetzen, fehlt es oft an Geld und auch die Familien setzen ihre Prioritäten. Man muss schon dafür kämpfen, dass man überhaupt einen Platz in einer Einrichtung bekommt. Dafür, dass das Familienmitglied gut betreut wird und man sich nicht ständig Sorgen machen muss. Da rücken die Themen Kinderkriegen und Sexualleben häufig einfach in den Hintergrund. Ich weiß, die Frage ist nicht einfach. Für uns ist klar, Zwangssterilisierungen darf es nicht mehr geben. Aber dann brauchen wir Infodienste für die Leute, wo sie passende Hilfe bekommen, wenn sie eine Familie gründen oder lieber keine Kinder haben wollen. Die Realität sieht so aus, dass das Leben, der Körper und die Wahl behinderter Menschen heute weniger zählen als die von Nichtbehinderten. Und das bringt sie zum Schweigen. Behinderte Menschen werden weniger gehört und haben kaum Möglichkeiten zu sagen, da muss sich etwas ändern.